Hallo, hallo. Hallo. That she's happy. So was sind für mich die eigentlichen Punkte, die mich echt berühren, wenn man so mit Leuten ins Gespräch kommt. Wir machen uns jetzt bereit auf unsere letzte Fahrt. Wir sind auf Malta angekommen und liegen an einer Boje vor Manuel Island. Es ist nicht unser erster Besuch hier. Beim letzten Mal waren wir stark mit Arbeit und Reparaturen am Boot beschäftigt und haben von der Insel nur wenig gesehen. Dieses Mal nehmen wir uns Zeit. Wir wollen Malta genauer kennenlernen und tiefer eintauchen, als es beim letzten Besuch möglich war. Damit beginnt auch der letzte Abschnitt unserer Saison. Wir wollten ja jetzt unbedingt Ausflüge machen auf Malta und wir sind auf dem ersten großen Punkt, der in jedem Reiseführer steht, was man unbedingt machen sollte, nämlich die stille Stadt Mdina. Ich finde die Stadt nicht still. Ich weiß nicht, also wir sind beide so ein bisschen Lost in Medina. ja, in dem Einreiseführer stand drin, man sollte vormittags kommen, damit man den Flair der stillen Stadt noch ein bisschen genießen kann. Wir sind jetzt natürlich nachmittags da, so lange ist der Tag nicht und es ist total voll. Das ist eine nette Stadt, ist wirklich sehr, sehr klein, liegt auf dem Berg obendrauf und ist eigentlich sehr stark befestigt ringsrum. Ich glaube, hier wurde das ist das Tor von Game of Thrones, ne? Genau, Das Stadttor. Das Stadttor von hier ist bekannt aus Game of Thrones. Ja, also es ist voll. Wir sind zu dem Schluss gekommen, man muss hier nicht hin. Wir sind so ein bisschen ernüchtert. Ja, also es ist, also nicht falsch verstehen, ist total hübsch hier, hübsche Stadt, aber Wir haben schon was Besseres gesehen. ja, in Birgu waren wir vor ein paar Tagen, da war ein Fest, das Birgu-Fest, nennt sich auch tatsächlich Birgu-Fest. Und da war die ganze Stadt nachts mit Kerzenlicht beleuchtet. Das ist total schön. Birgu war mal die Hauptstadt, bevor es umgelegt wurde nach Valletta. Und das ist wirklich echt hübsch. Und hier sind ein paar Impressionen von euch. Von uns für euch davon. Von euch für uns dafür. Viel Spaß dabei. Unser Besuch begann in Mdina, der ehemaligen Hauptstadt Maltas. Die Stadt liegt erhöht und war früher strategisch wichtig.
Heute ist sie vor allem für ihre geschlossene Altstadt bekannt. Viele kennen Mdina auch aus Game of Thrones. In der ersten Staffel diente sie als Kulisse für Königsmund, vor allem der Stadteingang und einige der engen Gassen. Seitdem kommen viele Besucher genau deswegen hierher. Für uns wirkt Mdina stark auf Besucher ausgerichtet. Wir laufen durch die Straßen, schauen uns um und merken bald, dass es uns weiterzieht. Direkt nebenan liegt ihr Rabat. Der Übergang ist kaum spürbar, der Unterschied sofort da. In Rabat findet Alltag statt. Menschen wohnen hier, erledigen Dinge, sitzen vor Cafés, gehen ihrem Tag nach. Die Stadt wirkt offen und lebendig, ohne sich in Szene zu setzen. Mdina bleibt für uns ein Ort zum Anschauen. Rabat fühlt sich wie eine Stadt an, in der wir uns gerne aufhalten. Genau deshalb verbringen wir hier deutlich mehr Zeit. Wir sind jetzt in Irabat, das ist direkt daneben, also wirklich nur 50 Meter aus dem Stadttor raus von Mdina und das ist hübsch, das ist wirklich schön. Da gibt es so viele Ecken zu sehen, Balkon, Erkerchen, Pflanzenkübel, Blumen, die über die Mauern wachsen, total schön. Ja, sehr schön. Verläuft sich hier halt alles mehr als in Mdina und ist dadurch halt auch ein bisschen ruhiger. Also gefällt uns gut. Hier kann man dann herfahren. Wenn ihr morgens fahrt, geht erst nach Mdina und dann nach Rabat. No? Wir stecken echt viel Zeit und Energie in jedes Video. Immer irgendwo unterwegs, auf engstem Raum. Wenn du magst, was wir machen und ein bisschen mehr Einblick willst, bei Patreon gibt's Videos vorab, ganz ohne Werbung, Bonusmaterial und auf manchen Stufen auch persönliche Updates oder ein Call mit uns. Schau gerne mal vorbei, den Link findest du unten in der Beschreibung oder oben im Video. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Und danke an alle, die schon mit an Bord sind. Das bedeutet uns wirklich viel. Nachdem wir Birgu bei der Candle Night schon erlebt haben, wollen wir uns jetzt Senglea anschauen. Beide gehören zu den sogenannten Three Cities, zusammen mit Cospicua auf der anderen Seite der Bucht von Valletta. Birgu, auch Vittoriosa genannt, war lange das Zentrum Maltas. Als die Johanniter im 16. Jahrhundert auf die Insel kamen, machten sie Birgu zu ihrem Sitz. Von hier aus verteidigten sie Malta während der großen Belagerung von 1565. Die engen Gassen, die massiven Mauern und die Nähe zum Wasser erzählen genau davon, auch heute noch. Senglea liegt direkt daneben, schmal auf einer Landzunge, fast vollständig vom Meer umgeben. Die Stadt wurde gezielt als Festung gebaut, um den Hafen zu sichern. Auch Senglea spielte bei der Belagerung eine entscheidende Rolle. Viele der Befestigungen prägen das Stadtbild bis heute. Dazwischen läuft ganz normales maltesisches Alltagsleben. Die Three Cities gelten als älter als Valletta. Hier ging es früher rauer, strategischer und weniger repräsentativ zu. Genau das macht sie für uns spannend. Nach dem Abend in Birgu wollen wir jetzt sehen, wie sich Senglea anfühlt und wie unterschiedlich diese Städte sind, obwohl sie sich eine Geschichte und eine Bucht teilen. Is it your birds? Yeah? All your birds? Yeah, Okay. Guck mal, da sind noch Mäuse. Yeah, and your mice? it's for the snake. For the snake? Where's the snake? Hey. Ah, yeah.
That's Maltese snake. Ah, okay, it's the food for the snake. It doesn't bite, nothing. What is it? What it's called? Corn snake. Core snake? Yeah. Okay. May I touch? Yes. Doesn't bite, nothing. Wow. Nothing. Guck mal, Marian, ich habe ein Haustier. Ja, Okay. Lovely. Thank you so much. Very kind of you. That's Lola. Lola, Lola. does she like to get? Yes, yes, yeah, yes. yeah. Okay, great. Hey, Lola. I love it. Hey, yeah, kiss to Lola. She's saying in Maltese, give a kiss to Lola. Give a kiss to Lola. Okay. Have to round this. Huh? Hello. Hey. Hello, Lola. Huh? Hello, Miguel. She likes to be touched. Yes, yes, Yeah, yeah, yeah. Lola, she's very friendly. I bring her 3 months. okay. Now 4 years. This is a parrot Yeah. that loves everybody. Yes, it's only this one. Yeah. This is Alba Cockatoo. Yeah. Yeah. Ara Macau, African grey. That's only one person. Yeah. Okay. Okay, but this you can touch it. It No, doesn't- hello. Usually She don't they- bite. She they- don't know how to bite. Okay. So sometimes they love to dance. Yes, yes. Yes, Does it's she special. like- This one I leave it inside. Okay. Inside, she make a lot of trouble because she's home, Yeah. but she likes to go out in the sun. Oh, Lola. How many birds are these? Here, 52. 52. You know exactly what to do. Yes, because I have there is three boys. Yeah. They pass from here and always count them. That's why I Okay. know. Hi, Lola. Hello. You don't hello. It's a lovely place here. You like it? Oh, it's lovely. From where you are? From Germany. Germany? Yeah, 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 yeah. I went once. Yeah. Bayern and Frankfurt. Bayern, Frankfurt, yeah. Hello, hello. Hello. That she is happy. Yeah. Hi. Hello. So, was sind für mich die eigentlichen Punkte, die mich echt berühren, wenn man so mit Leuten ins Gespräch kommt, wenn man solche verträumten Ecken, so natürliche Ecken wie hier entdeckt, ist es irre. Ein Ziel ist die Rotunde von Mostar. Der massive Kuppelbau steht mitten in der Stadt und wirkt von außen fast unscheinbar. Im Inneren spannt sich eine gewaltige Kuppel über den Raum.
Sie zählt zu den größten freitragenden Kuppeln Europas. Bekannt ist die Kirche auch wegen einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die durch das Dach fiel und nicht explodierte, während sich hunderte Menschen im Gebäude aufhielten. Diese Geschichte ist hier bis heute präsent. Und es geht mal wieder nach Valletta, der heutigen Hauptstadt Maltas. Die Stadt wurde im 16. Jahrhundert von den Johannitern gegründet, geplant als befestigtes Zentrum für Verwaltung, Militär und Handel. Vieles davon prägt das Stadtbild bis heute. Gleichzeitig ist Valletta voller Bewegung. Die Straßen sind belebt, Cafés und Plätze gut besucht, viele Menschen sind unterwegs. Die Stadt wirkt dicht, lebendig und wach. Malta bleibt für uns eine Insel mit vielen Schichten, strategisch gelegen, über Jahrhunderte umkämpft und kulturell stark geprägt. Bevor wir weiterziehen, lassen wir uns noch ein wenig treiben und bereiten uns langsam vor auf das Saisonende. Guten Morgen. Wir machen uns jetzt bereit auf unsere letzte Fahrt ab nach Licata, zurück nach Sizilien von Malta. Die letzte Fahrt ist ein bisschen traurig und das Boot will es uns jetzt aber ein bisschen leichter machen und hat beschlossen, wir lassen mal den Autopiloten komplett ausfallen. Na, was sagst du dazu? Zum Autopiloten. Ja. Das ist diese Gedankenwolke mit diesem Gegrummel. Ja, nee. Ja. Also mich nervt es total, aber es hilft ja nichts. Das Schöne ist, wir haben 2 Tramper an Bord. Die haben uns angeschrieben vor ein paar Tagen, Marion. Und die haben wir gestern kennengelernt und spontan eingepackt, weil die so sympathisch sind. Ja. Ja. Eine Norwegerin und ein Schwede, die nehmen wir heute mit nach Licata. Genau, und die wollten ja unbedingt segeln und das können sie jetzt auch in seiner Vollpracht, weil wir müssen jetzt Hand steuern bis nach Licata, 80 Meilen. Ja. Es geht noch, also zum Glück nicht von Griechenland Genau, nach Syrakus, Griechenland. weil das wäre echt Mist gewesen. Da war ja ein bisschen Ja. was los. Das wär schlimm gewesen. Aber so geht das. Ja. Ich freue mich jetzt auf die Fahrt. Wir Und das müssen. Gäste finden das immer total cool, wenn sie steuern dürfen. Also haben wir es quasi zwei Alles richtig gemacht. menschliche Autopiloten dabei. Ja, wir fahren jetzt gleich noch mal kurz tanken. Die Tankstelle, das ist ein Boot, das Tankboot. Es soll so ab 8 Uhr aufmachen. Es ist jetzt, was haben wir? Viertel nach Kannst du 7. sehen? Ja, oder 20 so. nach 7. Und dann fahren wir rüber und dann geht's los. Tschüss Malta, ne? Wir kommen wieder. Ja.